Willkommen in Starfield zu einer Info über die Datenbank. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann klickt mal auf den Abonnieren-Button unter dem Video und abonniert kostenlos den Kanal. Ihr dürft auch gerne ein Like und auch einen Kommentar hinterlassen. Das wäre auch nicht verkehrt, denn da würde der Kanal ein bisschen unterstützt werden und den anderen Spielern, den anderen YouTube-Benutzern vorgeschlagen. Und jetzt schauen wir uns die Datenbank mal an. Wir gehen dazu in das Charaktermenü und da finden wir da unten dann den Datenbank-Eintrag neu. Das ist bei mir auch die Taste D. Und wenn man da draufklickt, kommt man hier in die Datenbank. Und dann haben wir hier zunächst mal die anorganischen, organischen Rezepte, Außenposten und Orte, die Rubriken. Ich würde vorschlagen, als erstes mal woanders hinzuklicken, dann gehen unten nämlich plötzlich noch weitere Buttons auf und die bleiben dann auch, wenn man wieder zurückklickt auf anorganisch, da bleiben die jetzt stehen. Und wenn man hier so Ortung eingeschaltet hat, kann man jetzt zum Beispiel da unten mit F4 die Ortung aufheben. Jetzt können wir uns hier durchklicken. Das sind zunächst mal die verschiedenen Materialien für Erze, für Gase und so weiter, was es da alles so gibt. Und da sieht man unten hier zum Beispiel, wie viel es insgesamt gibt, 45 und 38 habe ich schon entdeckt. Das kann man auch einzeln schalten, zum Beispiel eben nur auf die häufigen, auf die seltenen, exotischen und einzigartigen. Und da sieht man dann unten auf dem Bildschirm immer, wie viel davon man schon entdeckt hat und wie viel noch fehlen. Wenn ich jetzt gezielt etwas suche, dann kann ich da draufklicken und dann kann ich hier sehen, wo ich zum Beispiel jetzt Platin finde, das ich gerade angeklickt habe. Und dann will ich zum Beispiel mir irgendwo Platin holen, dann klicke ich hier drauf und dann kann ich hier direkt zu diesem System springen. Muss also gar nicht über die Galaxiskarte oder so gehen, wenn ich jetzt eine bestimmte Sache suchen will. Das gleiche geht dann zum Beispiel auch mit anderen Sachen, die organischen Sachen als nächstes. Auch hier unten wieder alle entdeckt und welche nicht entdeckt. Ja, hier die Ortung einschalten oder aufheben kann man hier und die sind natürlich auch wieder nach Rubriken sortiert. Und genau dasselbe, ich brauche jetzt zum Beispiel Membran. Wo kriege ich jetzt Membran her? Dann klicke ich hier drauf und dann wird mir hier angezeigt, wo es überall Membran zu holen gibt. Und auch von der Entfernung her, das kann man eher anders sortieren auch. Sortieren nach Name, aber nach Entfernung ist ja nicht verkehrt. Und dann haben wir hier beispielsweise die Möglichkeit dann anzuklicken und können dann direkt dahin springen. Wir können über die Datenbank sozusagen dann direkt zu diesem Mond oder Planeten springen, wo wir die Sachen dann erhalten können, die wir gerade suchen. Wenn wir also Membran brauchen zum Beispiel. Ja, das sind zum Beispiel solche wirklich sinnvollen Neuerungen hier. Ja, gerade eben hier für die anorganischen Sachen, also Erze und so weiter, oder die organischen Sachen, die man von den Pflanzen oder von den Tieren bekommt. Dann haben wir hier Rezepte. Da können wir jetzt beispielsweise uns hier mal anschauen, was haben wir denn hier für im Forschungslabor zum Beispiel alles schon gefüllt. Und für bestimmte Sachen kriegt man hier auf der rechten Seite dann angezeigt, was man für Skills dafür benötigt, um zum Beispiel Rucksackmods 3 anzulegen, zu erreichen, welche Skills man braucht und für den Rucksackmod 3 zum Beispiel dann eben hier auch, welche einzelnen Erze oder auch Säuren oder andere Gegenstände man braucht, um das entsprechend zu bauen. Außenpostenentwicklung, genau dasselbe. Auch wieder dann die Skills, zum Beispiel da unten zu sehen auf der rechten Seite, die man dann braucht. Zum Beispiel hier Außenpostentechnik. Hier kann man jetzt auch schön, was man für Skills forschen muss, was man für Skills haben muss, um bestimmte Sachen dann eben zu erreichen. Beispielsweise hier mal Fertigung 3
Da sieht man, welche Skills da auf der rechten Seite unten man benötigt, um hier auf Fertigung 3 zu kommen. Die Außenposten, das ist nur eine Liste. Baupläne, was man für Herstellungsmöglichkeiten hat und so weiter. Das ist hier so eine Liste, was zum Beispiel fürs Forschungslabor dann eben auch wieder benötigt wird, um das zu bauen, steht dann wieder rechts. Ja, und eine kurze Erklärung. Anzugwerkbank, was man dann zum Bauen für die braucht. Und die bekannten Baupläne sind hier unten aufgelistet. Also es gibt 949 Baupläne, 873 habe ich von diesen schon. Ja, was auch noch interessant ist hier, sind die Orte. Das sind die ganzen Systeme, die man schon besucht hat bisher. Die ganzen besuchten Systeme, da haben wir dann hier eine Riesenliste. Das ist dann auch wieder nach Entfernung sortiert. Und die Orte, die man komplett erforscht hat, die haben dann eben hier so eine farbige Markierung dran. Und die noch nicht vernünftig oder komplett erforscht sind, da fehlt diese Markierung, wenn die noch nicht komplett analysiert sind. Man kriegt dann hier in der Mitte und auf der rechten Seite dann jeweils noch weitere Infos über diese einzelnen Himmelskörper in den Systemen, wie weit das analysiert ist und so weiter, ob es da Siedlungen gibt oder nicht. Ja, und man kann dann auch wieder einen anklicken an der Stelle und kann dann praktisch hier direkt hinreisen über die Datenbank und muss nicht umständlich über die Galaxiskarte gehen. Also diese Datenbank ist schon eine recht nützliche Sache. Das war's soweit zur Datenbank, zu der neuen. Und dann sage ich mal frohes Spielen und alles Gute. Vergesst nicht ein Abo und ein Like oder auch einen Kommentar zu hinterlassen. Das wäre nett. Dankeschön und tschüss.